Herzlich willkommen zur Börse am Abend. Der Leitzins ist in den USA so hoch wie seit mehr als 20 Jahren nicht mehr. Anders als die Währungshüter in Europa leitet die US-Notenbank absehbar allerdings noch keine Zinswende ein. Die Währungshüter um Fed-Chef Powell beließen den geldpolitischen Schlüsselsatz gestern Abend in der Spanne von 5,25 bis 5,5%. Sie avisieren im Mittel zugleich für 2024 nur noch einen Zinsschritt nach unten. Im März hatten sie noch 3 Senkungen ins Auge gefasst. Wenige Stunden vor dem Zinsbeschluss waren ihnen frische Verbraucherpreisdaten auf den Tisch geflattert. Den überraschenden Rückgang der Inflationsrate auf 3,3% im Mai nannte Powell zwar ermutigend, doch seien mehr gute Daten nötig, um Zuversicht fassen zu können, dass die Teuerung nachhaltig auf die Zielmarke von 2% zusteuere. Mit Blick auf eine an den Finanzmärkten für September erwartete Zinswende blieb er vage. Die Fed lege sich nicht vorab fest, so Powell. Und dazu begrüße ich Johannes Mayer, den Chefvolkswirt von Alp und Wallwitz. Herr Mayer, waren Sie etwas überrascht, dass die Fed trotz der sinkenden Inflation jetzt nur noch eine Zinssenkung für dieses Jahr signalisiert hat? Ja, ich grüße Sie. So richtig überrascht konnte man eigentlich nicht sein, denn die Fed steht ja noch unter dem Eindruck, dass im ersten Quartal die Inflation 3-mal hintereinander nach oben überrascht hat. Deshalb hat man sich jetzt bezüglich des Zinsausblickes etwas offener aufgestellt, hier etwas mehr Freiraum sich gegeben. Ja, und die Daten, wie Sie gesagt haben, kamen natürlich auch erst kurz vor der Sitzung. Und da ist es durchaus verständlich, dass man nicht kurzfristig den ganzen Plan wieder umwirft. Den überraschenden Rückgang der Inflation im Mai auf 3,3% bezeichnete Powell gestern Abend ja als einen Schritt in die richtige Richtung. Man müsse nun sehen, wohin der Trend bei der Teuerung verlaufe. Mit welchem Trend bei der US-Inflation rechnen Sie denn? Ja, das hängt natürlich ganz zentral von der Wirtschaftsentwicklung ab. Wir halten es ja für wahrscheinlich, dass die Fed und die US-Wirtschaft dieses Soft Landing am Ende schaffen wird. Was heißt Soft Landing? Naja, Angebot und Nachfrage in der Wirtschaft kommen bei dem aktuellen Leitzinsniveau langsam wieder in Einklang, vor allem deshalb, weil sich das Angebot verbessert und nicht so sehr, weil es zu einer Rezession kommt. Ja, und in einem solchen Szenario wird die Inflation zwar sinken, aber eben eher langsam, eher graduell. Wir rechnen hier zum Jahresende mit einem Wert von leicht unter 3%, der sich dann im weiteren Jahresverlauf 2025 so ganz langsam wieder in Richtung des 2%-Bereiches nähern wird. Vermutlich aber auch 2025 gegen Jahresende noch nicht am Zielwert der Fed angekommen sein wird. Die Fed signalisiert jetzt eine Zinssenkung nur noch in diesem Jahr. Wann und mit wie vielen Zinssenkungen rechnen Sie denn gegebenenfalls? Ja, das ist durchaus dann realistisch, wenn es zu diesem Soft Landing kommt. Ja, das heißt, die Fed wird versuchen, den Realzins dann in etwa konstant zu halten, wird den Leitzins also im Maße senken, wie die Inflation zurückgeht. Wenn wir also weitere Rückgänge so in Richtung 3,5–3% Inflationsrate sehen werden bis Jahresende, dann sind 1 bis 2 Zinsschritte von der Fed zu erwarten. Klar ist aber auch, ja, das sind Prognosen, das wird am Ende ganz dezidiert auf die Daten ankommen. Die EZB ist mit ihrer Zinswende ja vorgeprescht. Wird sie jetzt aber mit der nächsten Zinssenkung abwarten, bis auch die Fed die Zinsen senkt? Nein, eine gewisse Unabhängigkeit oder auch Zinsdivergenz zwischen Fed und EZB kann man durchaus erwarten. Ich denke, die EZB hat hier etwas Spielraum, bis es so zu einer Leitzinsdifferenz von etwa 2% kommt. Das ist dann so der Bereich, an dem es auch am Kapitalmarkt interessant wird, sozusagen eine Art Korridor, den die EZB hier an Freiheitsgraden hat. Also der nächste und übernächste Zinsschritt der EZB ist noch nicht von der Fed geprägt. Danach wird man sich langsam dem US-Pfad anpassen müssen. Und was heißt das alles für die Aussichten an den Märkten? Ja, zunächst einmal verliert die Geldpolitik im Jahresverlauf etwas an Dominanz für die Finanzmärkte. Das haben wir auch schon in den letzten Monaten so gesehen. Das ist erstmal positiv für die Märkte und sollte aber immer klar sein, dieser sehr genaue und fokussierte Blick auf Zinserwartungen von Notenbanken, der muss eigentlich immer daneben gehen, denn die Notenbankpolitik hat ja nur dann eine Wirkung auf Konjunktur und Inflation,
wenn sie die Markterwartungen gerade nicht erfüllt, überrascht. Und damit sollten Anleger also zyklisch jederzeit rechnen. Wichtig ist, sich eine Vorstellung zu machen, wo liegt das normal für die Zinsen und wann und wie genau man da hinkommt. Ja, das wird am Ende des Tages dann nur die Zeit zeigen. Sagt Johannes Mayer. Vielen Dank für Ihre Einschätzung. Sehr gerne. Die Bundesregierung rechnet mit neuen Konjunkturimpulsen durch die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland. Bislang hätten sich die Umsätze im Einzelhandel trotz verbesserter Rahmenbedingungen wie steigender Reallöhne noch sehr verhalten entwickelt. Das schreibt das Bundeswirtschaftsministerium heute in seinem Monatsbericht. In den kommenden Monaten sei allerdings im Zuge der Fußball-Europameisterschaft mit einer temporären Belebung in den konsumnahen Wirtschaftsbereichen wie Einzelhandel, Gastronomie und Beherbergungsgewerbe zu rechnen, wenn auch nicht im vergleichbaren Ausmaß wie bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2006. Das vierwöchige Turnier mit Hunderttausenden ausländischen Besuchern beginnt morgen und endet am 14. Juli. Die Aktionäre von Tesla werden nach Ansicht von Konzernchef Elon Musk das 56 Milliarden Dollar schwere Vergütungspaket für ihn auf der Hauptversammlung mit großer Mehrheit absegnen. Zudem geht er davon aus, dass die Anteilseigner für den Umzug von Delaware nach Texas als Rechtssitz des Konzerns abstimmen werden. Wie Musk in einem Beitrag auf seinem Kurznachrichtendienst X schreibt, würden beide Anträge nach dem derzeitigen Stand mit großer Mehrheit angenommen werden. Die Aktionäre können ihr Votum bis zum Beginn der Hauptversammlung um 20:30 Uhr unserer Zeit allerdings noch ändern. Die Zustimmung zu Musks Vergütung gilt als eine Art Vertrauensbeweis der Investoren. Der Vergütungsplan war zwar bereits 2018 mit einer Mehrheit von 73% von den Anteilseignern gebilligt worden, doch eine Richterin im US-Bundesstaat Delaware kippte ihn im Januar nach einer Anlegerklage. Ja, die Aktie von Tesla, die reagiert auf diese Meldungen, dass dieser Plan angenommen wird, mit Erleichterung. Denn Musk hatte ja angedroht, sich bei einer Ablehnung zurückzuziehen und Dinge wie AI und Robotik dann in anderen seiner Firmen zu entwickeln und nicht mehr bei Tesla. Und deswegen sehen wir ein Plus von 4,3% aktuell bei der Tesla-Aktie hier im Frankfurter Handel. Der Dow Jones, der gibt heute weiter nach. Der kann nicht profitieren von schwächeren Konjunkturdaten, die ja eigentlich wieder die Zinssenkungsfantasie etwas in Gang bringen sollten, nämlich die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, die stärker ausgefallen sind als erwartet, und die Erzeugerpreise, die überraschend im Vergleich zum Vormonat zurückgegangen sind. Jetzt setzt sich wieder ein bisschen mehr die Lesart durch, dass das ja die Konjunktursorgen in Amerika nähren könnte, und deswegen ein Minus beim Dow Jones von 0,6% aktuell. Und der DAX, der musste heute zunächst die FED-Sitzung von gestern noch verarbeiten, also die reduzierten Zinssenkungserwartungen der amerikanischen Notenbank. Dann kam eben auch noch die schwächere Wall Street dazu mit diesen Konjunkturdaten. Und aus all dem hat er ein Minus von 2% am Ende. Das ist doch ein satter Einbruch gemacht. Zumal auch die Autoaktien, die wir uns jetzt nochmal anschauen, auch mit eingezahlt haben in dieser Schwäche den zweiten Tag in Folge, nachdem die EU ja gestern die Autozölle gegen China, gegen die dortigen E-Autos verhängt und angekündigt hat. Und nun fürchten ja die deutschen Autobauer Gegenzölle. Und sie kamen heute eben weiter unter Druck wie gestern schon, am stärksten Volkswagen mit einem Minus von 3,5%.